Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es wunderbares ungarisches Langosch und wie du da selber vorgehen kannst, möchte ich dir gerne zeigen. Dafür benötigst du 250 Milliliter warmes Wasser und 100 Milliliter Milch. Ich habe heißes Wasser genommen und kalte Milch und von der Temperatur sollte es jetzt lauwarm sein. Dann gibst du 7 Gramm Trockenhefe dazu oder einen halben Hefewürfel, 12 Gramm Zuckerrohr und 12 Gramm Salz. Und dann ist leider meine Kamera ausgefallen, aber das macht nichts. Und geben 350 Gramm Weizenmehl und 150 Gramm Dinkelmehl hinzu. Und dann verkneten wir den Teig, bis wir eine glatte Masse haben. Und sollte der Teig noch zu sehr kleben, dann gebt einfach noch ein wenig Mehl dazu. Dann gebe ich einen guten Schuss Öl in eine Schüssel, die ich damit auskleide, dass der Teig darin nicht klebt. Und dann gebe ich den Teig einfach in die Schüssel, gebe noch ein bisschen Öl oben drüber. So. Und dann kann der Deckel auch einmal drauf gegeben werden. Und atmen muss die Hefe. Und dann stellst du den Teig an einen warmen Ort. Denn die Hefe mag es gerne warm bei ca. 25 Grad. Und das ist bei mir in diesem Fall am warmen Ofen, denn wir sind momentan in Ungarn. Und dann nach einer Stunde sollte sich der Teig gut und gerne verdoppelt haben. Währenddem der Teig am Gären ist, können wir uns an die Creme machen. Dazu habe ich inzwischen Joghurt mit Frischkäse gemischt. Dort kommen ein wenig Salz hinein. Das hier ist Bärlauchsalz. Und natürlich Pfeffer. Und der Knoblauch darf natürlich nicht fehlen. Und nachdem wir es gerne kräftig essen, gebe ich 6 Zehen hinein. Ihr könnt natürlich weniger nehmen. Und auch wenn sich daran die Geister scheiden, aber ich finde, Knoblauch gehört geschnitten und nicht zerdrückt, weil er einfach bitter werden kann. Deswegen schneide ich ihn zuerst mal in Streifen, beziehungsweise kleine Stückchen, und dann wird er einfach zerhäckselt. Die Creme kann einfach miteinander verrührt werden. Und es kann jetzt schön zum Durchziehen in den Kühlschrank gestellt werden. Und hole noch ein wenig Schnittlauch und Frühlingszwiebeln aus dem Garten. Die beiden schneide ich natürlich noch klein, um sie mit der Knoblauchcreme auf den Langosch zu geben. Ihr könnt sehen, wie wunderbar der Teig aufgegangen ist und er ist bereit für die weitere Verarbeitung. Ihr nehmt euch einen Topf oder auch eure Fritteuse, gebt geschmacksneutrales Öl, in diesem Fall habe ich jetzt Sonnenblumenöl genommen, gebe das großzügig hinein
Und dann darf das erstmal heiß werden. So, einmal die Stäbchenprobe. Jawohl, das blubbert, das ist heiß genug. So, ihr ölt euch dann einfach die Fingerchen ein wenig ein. Reißt euch etwas von dem Teig ab. Und dann wird er einfach nur ein wenig ausgezogen. Und dann ab ins heiße Fett damit. Und dann wird der Langosch einfach nur auf jeder Seite goldbraun ausgebacken. So, und wenn das soweit ist, lege ich ihn auf Krepppapier und dann nehme ich erst wieder den nächsten Teigling, ziehe den mir wieder aus, wie ich es möchte. Ich kann natürlich auch einen dickeren Rand machen. Nur reißen soll er nicht, aber das kann man gleich ganz schnell beheben. Und rein damit. Und so verfahre ich nun mit dem gesamten Teig und backe jeden einzelnen Langosch goldbraun aus. Ganz klassisch machen wir den Langosch mit der Knoblauchcreme, die wir vorhin vorbereitet haben. Da streichen wir ihn einfach ein. Geben ein bisschen Schnittlauch drüber oder Frühlingszwiebeln. Und natürlich darf der Käse nicht fehlen. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderbaren, guten Appetit. Träumt von eurem nächsten Urlaub in Ungarn und bis demnächst. Pfiat euch!